TAD Labs hat ein neues Familienmitglied und dieses stelle ich euch heute einmal vor. Viel Spaß! Die Evolution-Serie hat also Zuwachs bekommen, und zwar mit einem neuen Standlautsprecher. Im Programm ist bereits der ME1-Lautsprecher. Den kennt ihr schon, das ist ein Kompaktlautsprecher. Dazu existiert auch schon ein Video, habe ich bereits hochgeladen, verlinke ich kurz mal an der Stelle. Die ME1-Lautsprecher liegen bei 12.900 €, zuzüglich der Stative. Und dann gibt es in der Evolution-Serie nochmal einen Standlautsprecher, den E1TX. Evolution One TX. Liegt preislich bei 25.000 €. Und jetzt bringt TAD eben noch einen neuen Standlautsprecher raus, der rund um die 14.000 € kosten soll, ab Markteinführung im Februar/März 2022. Evolution 2 ist der Name. Die E2 ist eine komplette Neuentwicklung, was ich zu Anfang gar nicht so richtig verstanden habe. Denn als ich gehört habe, dass eben TAD einen neuen Lautsprecher rausbringt, aus der Evolution-Serie, habe ich eigentlich an die ganze komplette Evolution-Reihe gedacht. Und als ich gehört habe, ja, ein Standlautsprecher, der irgendwie zwischen den beiden preislich angesiedelt werden soll, wie die bereits vorhandenen Produkte, dachte ich so an etwa 16.000 bis 18.000 €. Also ich habe das erstmal nicht erwartet, in was für eine Preisregion das Ganze am Ende sein wird. Und das hat mich überrascht, dass sie in Anführungsstrichen nur 14.000 € kosten sollen, was für TAD-Verhältnisse ein sehr, sehr interessanter Preis ist. Ein Fehler, den wir aber auch nicht machen dürfen, den ich auch gemacht habe, ist, ich habe die ganze Zeit, weil ich halt eben mich so darauf gefreut habe und darauf gewartet habe, und ich habe mich so darauf fixiert, dass der eben Evolution heißt, und habe die ganze Zeit an die Evolution-Serie auch gedacht. Aber das dürfen wir im Prinzip nicht machen. Es ist eine komplett neue Serie. Die bereits vorhandenen Lautsprecher heißen ja Evolution One, also Micro Evolution One, und die andere Evolution One TX. Also es ist immer eine 1 dabei, und jetzt haben wir halt eben die 2 dabei. Und so müssen wir versuchen, auch das Ganze zu betrachten, denn die alte Serie, alte in Anführungsstrichen, läuft ja ganz normal weiter. Die wird nicht abgeschafft, sondern es ist quasi eine neue, parallele zweite Serie dazugekommen. Und davon ist es erstmal der erste Lautsprecher. Inwiefern in Zukunft noch was dazukommt, werden wir dann nochmal sehen. Und wie gesagt, 14.000 €, das habe ich so nicht erwartet in der Preisregion. Was ich aber auch nicht erwartet habe, ist das Design. Ich habe es mir auch absolut anders vorgestellt. Schaut mal selbst. Na, was sagt ihr zum Design? Hat doch was. Aber anders, als wir es uns vorgestellt haben. Ich finde, das Design ist familienfreundlicher geworden. Vermutlich versuchen sie mit dem Design und der Preisgestaltung, die für TAD-Verhältnisse echt fair ist, einfach mehr Menschen zu erreichen und damit einen Platz in ihre Wohnzimmer zu bekommen. Während alle anderen Lautsprecher mehr polarisieren. Sprich, also sie laufen Gefahr, dass es eben die einen gibt, die sagen, wow, das Design fasziniert mich total, und eben die anderen gibt, die dann eben sagen, oh nee, die meide ich lieber. Ne? So ist das immer, wenn Lautsprecher total polarisieren vom Design her. Und das tun die Evolution 2 eben nicht. Die sind schlichter und werden optisch leichter unterzubringen sein. Die Form und das Design sprechen mich an. Einzig und allein die Farbe ist nicht ganz so mein Geschmack. Wobei ich muss sagen, gestern Abend, als ich da mit meiner Frau hier saß und ein bisschen Musik gehört habe, wohl wissend, dass ich heute die Lautsprecher wieder einpacken muss nach dem Review und weiterschicken muss, sagte ich zu ihr, dass ich mich an den Anblick gewöhnt habe, und irgendwie will ich die gar nicht wegschicken. Also nicht meine Frau, sondern die Lautsprecher meine ich jetzt, ne? Kleiner Scherz. Wenn Sie also die nächsten Wochen
mir irgendwie eine Ohrfeige gibt, dann weiß ich definitiv, dass sie meine Videos schaut. Vor kurzem hatte ich auch ein Videomeeting mit den Japanern und dort habe ich dann die Frage gestellt, ob es auch andere Farben geben wird. Also leider erstmal nicht, das wissen wir nicht so richtig, aber ich habe da rausgehört, dass es vielleicht irgendwann noch eine Klavierlack-Schwarz-Variante geben wird. Also hoffen wir mal. Diese Variante ist ein Holzgehäuse übrigens und das ist wiederum sehr, sehr gut und schön verarbeitet. Ich habe unter anderem gefragt, was das eigentlich für ein Holz ist. Und da wurde mir gesagt, this is a traditional Japanese tree. Called, und jetzt könnt ihr mich ohrfeigen, ich habe es mir notiert und habe meine Notiz verloren. Ich weiß es einfach nicht mehr und mein Japanisch ist leider nicht so gut, dass ich mir dieses Wort merken konnte. Also seht's mir nach. Ein traditioneller japanischer Baum also. Finde ich gut. Technisch. Was haben sie hier gemacht? Es ist immer noch zum Teil eben die Evolution-Serie. Also sehr viel ist auch angelehnt an den Lautsprechern, die wir bereits kennen, die ME1 oder E1TX. Wie zum Beispiel der 2,5 cm Beryllium-Hochtöner mit einer Grenzfrequenz von 60 kHz. Auch der bidirektionale Aerodynamic Port kennt ihr aus dem Video der ME1, da habe ich den auch vorgestellt, also das Bassreflex-Prinzip. Da hatte ich ja erklärt, dass die Bassreflexöffnung eben links und rechts neben dem Lautsprecher ist und dann seitwärts nach vorne und nach hinten abstrahlt. Das haben sie diesmal nach unten verlagert, also zwischen Bodenplatte und Lautsprecher. Genau dazwischen haben sie es verlagert und die Luft pumpt quasi nach vorne und nach hinten seitwärts raus. Im Prinzip das gleiche wie bei den ME1 und E1TX, nur dass es etwas anders platziert wurde. Außerdem handelt es sich bei der E2 um ein 2,5-Wege-System mit Horn Waveguide Hochtöner. Die anderen Lautsprecher von TAD, alle anderen, sind 3-Wege-Systeme mit einem Coax-Treiber. Und wir haben jetzt hier keinen Stilbruch oder keinen Traditionsbruch von TAD, sondern eher eine Wiederbelebung von TADs Tradition von früher, mit TAD mit Pioneer zusammen. Dazu ist die E2 als ein 6 Ohm Lautsprecher, mindestens 4,5 Ohm Lautsprecher, leichter anzutreiben. Somit können wir auch günstigere Verstärker nehmen und die E2 kann eben ihr ganzes Potenzial auch mit günstigeren Verstärkern zeigen. Mit der Evolution 2 möchte TAD ein größeres Publikum ansprechen und somit die Musik näher bringen an speziell Musikbegeisterte, die neben Jazz und Klassik vielleicht auch mal Pop- und Elektromusik hören. Motto ist hier Easy Listening statt audiophiles Zerpflücken von Musikstücken. Der Klang. Wie beschreibe ich euch den? Ich habe die Evolution 2 jetzt circa seit einem Monat bei mir. Übrigens bin ich der allererste in Deutschland, der sie hat. Dementsprechend ist sie jetzt eingespielt von mir persönlich. Und nach einem Monat kann ich genau beschreiben, wie der Klang dieser Lautsprecher ist. Ich nutze jetzt einfach mal die ME1 als Vergleich, damit ihr verstehen könnt, was ihr an diesen beiden Lautsprechern so habt. Also die ME1 hat eine Tiefenstaffelung, die ich so noch nie gehört habe. Und eine brillante Feinzeichnung, die ich einfach auch nicht mehr missen möchte. Also ich liebe diesen kristallklaren Sound. Das ist aber nicht jedermanns Sache. Die Evolution 2 hat diese Tiefenstaffelung auch. Aber in Sachen Feinzeichnung spielt sie etwas gedämpfter. Für manche Ohren vielleicht etwas sanfter, weicher. Der Bass der Evolution 2 ist dafür stärker. Das ist tatsächlich ein Punkt, den ich sogar bei der E1TX manchmal vermisst habe. Aber es stört mich nicht, weil es ist präzise, klar und trocken. Aber manchmal wünsche ich mir da noch eine Prise Punch. Und das macht die E2 aber richtig gut. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Mit der ME1 höre ich privat sehr viel gut aufgenommene Musik, hochauflösende Musik. Mit der Evolution 2, und das ist jetzt voll interessant, habe ich auch alte Hip-Hop-Titel rausgekramt und gehört und habe dabei richtig viel Spaß gehabt. Hier ein kleiner Musiktipp von mir, was ich in den letzten Tagen rauf und runter gehört habe mit der Evolution 2.
Wer Hip-Hop mag und wie ich aus der Generation kommt, wo noch echter Hip-Hop gemacht und gelebt wurde, nicht dieser Pseudo-Rap von heute, da empfehle ich Nas. Ihr kennt sicherlich ein paar Hits von ihm, aber der hat auch in den letzten paar Jahren, also wirklich gar nicht so lange her, auch viel Musik gemacht. Und das vorletzte Album, King's Disease, das ist richtig gut. Es hat einen alten Flair von früher, irgendwie mit moderner Art von Musik gemischt. Und er rappt genauso wie früher, also lässt sich nicht beeinflussen von den neuen modernen Rappern. Und das klingt auf diesen Lautsprechern richtig, richtig gut. Ein zweiter Musiktipp ist Lianne La Havas mit dem Song Prayer, eine Live-Version, auch richtig, richtig gut. Sie hat eine mega krasse Stimme und ja, an manchen Anlagen klingt es, ja, sie hat so eine prägnante Stimme, dass es manchmal wirklich in den Ohren schmerzt. Und an dieser Anlage hat es eben nicht geschmerzt. Es war absolut weich und also ich habe wirklich Pegel gefahren, habe das ausgereizt und das hat einfach nicht gestört in den Ohren. Auch ein richtig guter Musiktipp. An der Stelle möchte ich auch noch mal auf meine Spotify-Playlist verweisen. Da habe ich Lianne La Havas auch drin. Ich werde vielleicht noch von Nas auch noch mal ein paar Titel einfügen. Und neuerdings habe ich jetzt auch eine Tidal-Playlist. Die werde ich auch noch mal in die Videobeschreibung mit einfügen. Da sind mehr oder weniger dieselben Titel drin, aber die einen sind auf Spotify, die anderen eben auf Tidal unterwegs. Fazit der Evolution 2 zusammengefasst. Ich würde sagen, sie gehören zu den besten Lautsprechern der Klasse bis 17.000 Euro und das mit 14.000 Euro. Fachhändler sollten, finde ich, in der Preisrange zwischen 11.000 und 15.000 Euro den Evolution 2 Lautsprecher immer mit ins Spiel bringen. Als Beispiel, wenn Sie jetzt irgendwie Soundvorführungen machen von verschiedenen Lautsprechern. Bei 14.000 Euro liegt zum Beispiel, um einen anderen Hersteller auch mal mit ins Spiel zu bringen, die B&W 804 D4. Nur pusht B&W den Preis unnötig extrem in die Höhe. Während der Vorgänger 804 D3 bei 9.000 Euro das Paar lag, bringen sie jetzt eine neue Serie raus auf dem Markt und pushen den Preis dann wirklich einfach nochmal hoch auf 14.000 Euro. Währenddessen bringt TAD einen ganz neuen Lautsprecher auf den Markt mit Potenzial, einen höheren Preis zu erzielen, setzt den Preis aber niedriger an, um dem Markt etwas entgegenzukommen. Ich spreche mal in Bildern. Mein Sohn kommt zu mir und möchte mir was sagen. Und weil ich möchte, dass er mit mir auf Augenhöhe spricht, knie ich mich zu ihm runter auf seiner Höhe und sage, na mein Sohn, was hast du auf dem Herzen? Und er sagt, Papa, die großen Kinder hinter dir, die haben mir den Ball weggenommen. In dem Moment drehe ich mich um, stehe auf und bin dann halt so groß, wie ich tatsächlich bin. So in etwa könnt ihr euch die Evolution 2 am Markt vorstellen. Sie passt sich preislich dem Niveau der anderen an, zum Beispiel einer B&W 804 D4. Aber wenn es dann darauf ankommt und sie gefordert wird, steht sie halt auf und spielt in einer ganz anderen Liga. Das war doch mal ein schöner Abschluss. Wenn ihr mehr über die Evolution 2 erfahren möchtet, dann findet ihr einen Link in der Videobeschreibung. Außerdem, wer Interesse für TAD-Lautsprecher hat oder Elektronik, der kann mich gerne anschreiben unter dimiversus@gmail.com oder wenn ihr eine Beratung von mir wünscht, dann bitte gerne auch. Vielen Dank für euer Vertrauen im Voraus. Danke auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst bitte ein Like und ein Abo, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.